Hello Friends und willkommen zum Reaktionsvideo. Wir schauen uns an, jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. Ist das totaler Schwachsinn oder kann das tatsächlich dein Leben verändern? Und damit starten wir auch schon ins Video. According to Common Sense Media, 50% of teens said that they feel addicted to their phones, meaning that only 50% of teens are actually self-aware enough to know that they are. See, look, I was one of them. If somebody walked up to me 10 days ago and asked, "Are you addicted to your phone?" I would have said no. But recently I realized that I actually am. Boah, das ist aber echt so, wenn ich mir meine kleinen Geschwister anschaue, mit denen kannst du dich mittlerweile gar nicht mehr normal unterhalten, weil die halt immer am Handy sind. Und sobald du die mal eine Minute lang mal nicht irgendwie eine Frage stellst oder mit denen nicht eine Minute lang quatscht, sind die sofort wieder am Handy, machen irgendwie TikTok auf und ziehen sich da irgendwelche Videos rein, scrollen da wie so Zombies durch ihren Feed. Also 50%, ich denke mal auch, dass das ein bisschen arg konservativ ist. Also je nachdem, wie man eine Sucht definiert, aber also Teenager heutzutage, TikTok und Co., Instagram, die machen da schon einen richtig guten Job, die alle davon ja mehr oder weniger abhängig zu machen. See, addictions are weird because they happen over time, and so it's hard to see like the big picture or like bigger habits that have started to happen because it's been so gradual. But yeah, I mean, my phone was the last thing I looked at night and the very first thing I looked at in the morning, and oftentimes for like an hour both morning and night. And like throughout the day, just on my phone, if I had to guess, probably, I don't know, 3,5 hours each day. I think. Boah, das ist schon ordentlich, oder? 3,5 Stunden Bildschirmzeit pro Tag. Das ist schon viel Produktivitätszeit, die da verloren geht, vor allem wenn man da halt so YouTube-Videos und so schaut. Bei mir ist das natürlich auch so, dass das Handy das erste ist, was ich am Tag anschaue und auch das letzte am Tag ist. Das letzte, weil ich lese halt immer noch vorm Schlafen gehen und reflektiere und das mache ich alles am Handy. Aber alles im Fokusmodus, das heißt so Apps wie WhatsApp und so sind ausgeschaltet. Und das erste am Tag, ja, das ist auch bei mir das erste. Das ist halt der Wecker. Und dann schreibe ich meiner Freundin meistens eine Nachricht oder ich gehe halt direkt ins Gym, wenn ich zum Beispiel im Hotel bin auf Dienstreise. Dann nehme ich das Handy halt direkt mit. Und dann, wenn ich auf dem Laufband oder bei der ersten Übung bin, dann ist das Handy auch wieder die erste Sache, die ich mache. Also bei mir ist das ganz normal. Aber eine Bildschirmzeit von über 3-4 Stunden, ich finde das schon ziemlich viel Zeit. I think that this whole revelation started to happen when one time I went and I looked at my YouTube watch history for the day because I was like, you know what, I've been on YouTube a lot today, and I did the math of how many minutes I had been watching, and it was like over 2 hours. And I had no idea. It was like 30 videos or more. I just kept counting. And that is in addition to being on my phone doing other stuff throughout the day. So who knows how long I was actually on my phone every single day. But yeah, it was the first thing I thought about when I woke up in the morning. If I did not have my phone on my bedside, I would get agitated. I mean, that is an addiction. But it was like the perfect storm because I was losing sleep and getting really tired throughout the day because I was on my phone so much throughout the day and at night that I wasn't getting the proper hours of sleep. And even if I was getting like 7 hours of sleep, it was like I was going to sleep really late, you know, like 1 a.m., which, I mean, you're going to be tired if you're going to sleep at 1 a.m. Even if you're waking up later, you're just going to be tired throughout the day. That's how it always has been with me, at least. Ja, ich muss sagen, vielleicht werde ich da alt, aber früher war das bei mir auch so, gerade PC, also nicht Handy, aber PC. Ich habe halt immer super lange gezockt, als ich ein Teenager war. Ich habe damals noch so, keine Ahnung, 6-7 Stunden pro Tag manchmal gezockt, gerade am Wochenende. Und dann wurde es halt natürlich auch mal ein bisschen später, meistens, wenn ich am Wochenende gezockt habe. Und heute ist das so, bevor ich jetzt noch eine Stunde an meinem Handy rumspiele und scroll und YouTube-Videos irgendwie reinziehe, ohne irgendwelche
ja, irgendeinen Sinn damit zu bezwecken, gehe ich halt früh pennen. Und bei mir sieht das dann halt meistens so aus, dass ich halt um 22 Uhr auch mal an einem Freitagabend ins Bett gehe. Oder halt jetzt auch gestern. Also bevor ich da mir unnötig irgendeine Kacke reinziehe, gehe ich halt ins Bett. Und ich denke mal, das geht vielen Teenagern und jungen Leuten halt so. Und natürlich auch Erwachsenen, dass sie halt eben nicht dann ins Bett gehen, sondern dass die halt dann noch entweder Fernseh schauen bei unseren Boomern oder halt bei unserer Generation, dass wir halt dann noch am Handy chillen, ne? But I found that I was just getting really, really agitated and just being in a bad mood throughout the day because, like, the day just seemed so crazy short and I just felt like I couldn't really get anything done throughout the day. And it was because I was probably spending like 4 hours a day on my phone, and it's not like just a block of time and then I'm not thinking about my phone after that. It was like throughout the day, it's distracting me from things that I'm trying to get done. It just really started to completely destroy me, and my sleep schedule was terrible. Like, I basically just missed the entire morning, and then this whole vicious cycle kept going where I felt like I was behind in my tasks I wanted to get done, so I looked at my phone to procrastinate more, and then I blah blah blah, I would stay up late and look at my phone. It was a total disaster. So one day I had basically just reached my breaking point. I had had enough. I could not do this one more day because I was starting to lose my mind. So I basically just honestly completely started to hate myself. And I realized at that point that the habits that I had picked up over time needed to completely stop immediately. So all this is going on in my brain, and then in the middle of one of my YouTube addict binges, I happened upon a video of a Navy SEAL talking about why everybody should wake up at 4:30 a.m. They're good Ja, habits. das kenne ich auch. Why would you not wake up at 4:30? Well, what does this bring to you? Waking up early? You just get a jump on the day. Because what are you doing at night? Ey, der Typ, der hat so einen TED-Talk, der ist so krass. Also, Leute, nach dem müsst ihr mal schauen. Der TED-Talk, der ist schon ziemlich crazy. Most of the time. Most of the time at night, you're not working on anything super productive and watching stupid YouTube videos. Don't do that. Instead, go to sleep and then wake up early. And that is exactly the video that I needed to watch in order to break this habit. As soon as I see something that strikes a chord with me, I am all in. I'm doing it. So Aber das finde ich genau richtig. Es gibt ja so Produktivitätsjunkies, die sagen, ja, du musst einfach nur um 5 Uhr aufstehen und dann läuft der ganze Hase. Aber was halt wichtig dabei ist, wenn du halt sowas durchziehen willst, ist halt, dass du früh ins Bett gehst. Das ist eigentlich die Geheimformel, dass du halt früh schlafen gehst und damit halt nicht viel Zeit am Abend mit unnötigen Sachen verschwendest. Und in dem Fall, ich glaube, da möchte auch der Video Creator hinaus. Also es geht weniger um 5 Uhr morgens aufstehen, sondern diese ganze Zeit, die du halt am Abend ja verplemperst, bevor du ins Bett gehst, 2 Stunden noch YouTube anschauen oder so. Das macht so einen krassen Unterschied. Aber ja, mal schauen, was er noch so für Erfahrungen gemacht hat. Gerade auch am Morgen dann auch arbeiten, weil da ist man auch noch mal ein bisschen produktiver, als wenn man jetzt 2 Stunden später aufsteht, weil halt einfach nichts los ist. Um 5 Uhr morgens ist ja fast niemand unterwegs, niemand auf WhatsApp, niemand schreibt dir E-Mails. Aber ja, let's see. Oh, that same night, I told myself I would do a few things differently that sadly I knew were going to be very hard, but that I knew were going to help me immensely in the long run. The first thing was that I committed to charging my phone in another room, not right at my bedside. The second thing... Boah, das ist ja so genial. Also, ist eigentlich super trivial, aber wenn du dein Handy lädst in einem anderen Raum, bevor du schlafen gehst, ey, da ist so viel Friktion, also das ist so viel Aufwand, dann in den anderen Raum zu laufen, um dann nochmal so ein bisschen YouTube oder TikTok zu machen, dass du es halt nicht machst. Also das wahrscheinlich schon ultra, mega den Impact hat das wahrscheinlich. Was I forced myself to actually shut off my phone 1 hour before I laid down. The third thing was I set a bedtime of 10 p.m. and told myself I would lay down at 9. Ja, okay, und also die Kombination aus den 3 Sachen, die macht halt wirklich einen riesen Unterschied. Glaubt mir, wenn ihr das genauso machen würdet, ihr wollt früher schlafen gehen und ihr würdet euch nur so eine Bedtime, also Schlafenszeit von 10 Uhr abends stellen, irgendwie in den Kalender, glaubt mir, das wird nicht einfach, das durchzuziehen, auch wenn es eigentlich einfach ist. Und euch fallen so viele Ausreden ein, dass ihr doch nochmal ins Handy geht. Aber wenn das Handy ausgeschaltet ist, 1 Stunde vor 10 Uhr, also um 9 Uhr schon ausschalten und dann auch noch in einem anderen Raum lädt, also dann
fast bombensicher, dass ihr da nicht nochmal ans Handy geht. 45. Number 4, when I woke up, I was not going to turn on my phone for 3 hours. This is a formula that I have been following for a week now. And ja, okay, um 5 Uhr morgens geht ja auch noch gar nichts, aber also ich kann nicht 3 Stunden nach dem Aufstehen nicht ans Handy. Als Student wahrscheinlich schon, aber im Arbeitsleben kannst du das vergessen. And let me tell you, it's gonna sound melodramatic, but it has literally changed my life. That first night, it was actually a little easier than I thought it was gonna be, because I had put my phone in another room to charge. Like, I didn't feel that urge of grabbing it at night. It was just kind of hard to fall asleep that early because I was so used to going to sleep at like 1 a.m. But I forced myself to go to sleep that early because I was determined to wake up at 5 a.m. 4:30, that wasn't gonna happen. That seems a little too early, honestly. Just instinctively, that's kind of... Da vielleicht ein Tipp an euch, wenn ihr mal früher schlafen gehen müsst, aus welchen Gründen auch immer, kann zum Beispiel Melatonin helfen, ne? Also das ist ein körpereigenes Hormon, das kann man mittlerweile auch im deutschen Markt kaufen. Ist super, super gut, wenn es darum geht, früher oder halt zu anderen Zeiten schlafen zu gehen. Auch wenn du einen Jetlag hast oder so, wenn du in die USA reist, kann Melatonin enorm helfen. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel so eine neue Routine ausprobieren möchtest und hast halt keinen Bock, dass du halt wach im Bett liegst, dann kann dir zum Beispiel Melatonin, kannst dir ein paar Tabletten auf Amazon oder ein paar Tropfen oder ein Spray kaufen. Das hilft dir dann auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher einzuschlafen früher. Kind of early. But 5 a.m. it was, and but it was strange. Like when I woke up in the morning, I did not feel the urge to look at my phone. And I think the reason was, it's stupid, but the reason was there was an extra step. Ja, das klingt halt echt dumm, aber dieser kleine extra Schritt, diese Friktion, dass du eben in den anderen Raum gehen musst, dass du das Handy erst einschalten musst, das kostet so viel Überwindung, obwohl es eigentlich auch nur ein bisschen ist, dass du eben nicht dazu tendierst, jetzt dein Vorhaben nicht durchzuziehen. Also das Vorhaben, 3 Stunden nach dem Aufstehen nicht ans Handy zu gehen. Diese kleine Friktion, dieses kleine Hindernis kann dir unglaubliche Hilfe sein. I couldn't just pick it up and swipe. I had to pick it up and actually physically turn it on. It was an extra step that was unusual for me, so I didn't instinctively want to do it. So this went on for a week, and it was surprisingly really, really easy to break the habit. A habit that seemed completely unbreakable was broken in less than a week. Like, if you can just get through that first night of putting your phone in another room, shutting it off, it gets so much easier. And the new habits that you form are actually a lot of fun and way, way more fulfilling. Like now, I sit out here on the back porch for an hour or so and I just read, something I never felt like I had time to do because I was always behind on projects I was doing. But I read an entire book in 1 week, something that's unheard of. The promise of a pencil. Aber ja, er hat total recht. Man verschwendet so viel Zeit mit Dingen, die einem nichts geben oder langfristig nichts geben. Ja, so ein TikTok ist halt mal witzig. Und TikTok oder Facebook und Instagram ist ja nicht schlecht. Wenn du jeden Tag eine halbe Stunde da bist oder halt in der Woche 2, 3 Stunden TikTok, Instagram, YouTube geschaut hast, das ist ja alles voll okay. Aber wenn du halt, wenn du in dieser Gewohnheit drin bist, dass du als Default immer, wenn du gerade Langeweile hast, ans Handy gehst und da rumswipes und dich mit irgendwelchen Content zumüllst, das gibt dir langfristig nichts. Und wenn du es schaffst, diese unnötige Zeitverschwendung aus deinem Leben zu killen, dann kannst du diese ganzen Zeitblöcke mit Dingen füllen, die dir viel mehr geben. Sei es jetzt am Morgen entspannen, auf so einer geilen Terrasse oder am Balkon, was er da hat, Buch lesen, Sport machen. Leute fragen mich immer, hey, wie kriegst du das hin als Strategieberater, Sport zu machen? Verbringst halt am Abend nicht nur eine halbe Stunde am Handy mit Facebook, Instagram oder so. Und ja, das kommt auch bei Strategieberatern vor. Dann gehst halt pünktlich ins Bett, schaust du, dass du direkt, wenn du den Laptop zumachst, pennen gehst, hast eine schöne Abendroutine, damit du fix einschlafen kannst, dann machst du am Morgen noch eine halbe, dreiviertel Stunde Sport. For me. And it just took a few simple actions to actually make it happen. Let me tell you, a week of forcing myself to put my phone away and wake up at 5 a.m. has had tremendous benefits. Like, I'm not even exaggerating. My attention span is so much better
I can remember stuff now. Like, that's an actual side effect to phone addiction. You just can't remember stuff anymore. I've exercised way more as well. It's like the second thing that I do in the morning after I read. And it's a great way of just getting it out of the way, because if you wait, you might not do it. My mood has also been dramatically better. I mean, even my wife Sarah has told me that I just seem like a Wow, ich dachte, der war so 19 oder so. Und er hat gerade gesagt, seine Frau Sarah, also vielleicht ist er jung und ist jung verheiratet, aber der sieht für mich jetzt nicht so aus, als wäre der, als wäre der 25 oder so. Aber anscheinend. happier person. Like, sleep deprivation will destroy you. Also, the days just feel so much longer. I mean, when you wake up and it's dark and then you watch the sunrise, that's a lot of hours until the sun goes down. Like, you're not wasting 3 hours when the sun is up sleeping. It doesn't seem like a lot, but that extra 3 hours, like, changes everything about the day. I also just feel way more awake during the day. I don't get tired. I used to be tired all the time. I'm not tired anymore. I barely ever yawn. And Ja, aber das, also da vielleicht nochmal 2 Punkte zu. Das liegt halt nicht daran, dass er früh aufsteht, sondern dass er halt pünktlich ins Bett geht und sich zwingt, pünktlich ins Bett zu gehen. Und das ist eigentlich auch die Message. Oh, ich sehe gerade mein Mikrofon, das hängt hier so runter. Aber gut, das passt schon. Das ist eigentlich auch die Message von dem Video meiner Meinung nach, dass man eben aufhört, so viel Zeit zu verschwenden mit so Dingen wie Instagram, Facebook, TikTok, und dass man eben schaut, dass man pünktlich ins Bett kommt. Ja, das macht den Unterschied. Aber das Problem an der Geschichte ist halt, wenn du jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen willst, das kannst du halt nicht durchziehen. Außer du verzichtest halt auf Schlaf. Dazu ist unsere Gesellschaft einfach darauf nicht ausgelegt. Ja, du kannst nicht immer frühzeitig ins Bett gehen. Da gibt es einfach viel zu viele Dinge, die dazwischen stehen. Sei es, wenn du mal am Wochenende verreist, sei es, wenn du mal feiern gehen willst, wenn du mit Freunden was machen willst. Klar, auf das kannst du alles verzichten, aber ich will ja auch mein Leben langfristig so führen, dass ich da Spaß habe, dass das toll ist. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du das über Jahre hinweg so machen kannst.